als nächstes kümmern wir uns mal ums Diorama. Das ist, habe ich glaube schon mal erklärt, eine Holzplatte mit Styropor umrahmt mit Balsaholzplatten und Kreppband. Und ich habe da jetzt schon mal die erste Schicht von dem Fimo Air Basic aufgetragen. Das ist eine Modelliermasse, trocknet wie Gips, sehr hart. Und wie ihr sehen könnt, da sind sehr große Risse zu sehen, weil wenn die Modelliermasse trocknet, dann zieht die sich ein bisschen zusammen, also die schrumpft, und dadurch gerät es unter Spannung und reißt. Ich sage das allerdings auch immer dazu, weil es sehr wichtig ist, man muss da mehrere Schichten übereinander auftragen, sonst hat man da das Problem, dass das alles aufreißt. Das ist ein bisschen gefährlich. Dennoch kontaktieren mich da immer wieder Leute, die da Probleme haben mit den Rissen, aber wie gesagt, ich weise da immer wieder drauf hin, wie das zu machen ist, und es ist eigentlich ganz einfach. Man muss halt einfach ein bisschen Geduld haben und da einfach mehrere dünne Schichten auftragen, und irgendwann hört es dann auf, dass da Risse entstehen, und dann kann man dann die eigentliche Oberfläche gestalten. Das ist ein bisschen mühsam, aber es ist nicht so eine große Sauerei, wie wenn man mit Gips arbeitet. Und Gips kann auch so aufreißen unter Umständen. Also ist da eigentlich nichts gewonnen. Außerdem hat man hier ein bisschen mehr Zeit, das zu gestalten. Je nachdem, was man da für ein Gelände hat. Hier ist es jetzt nur eben, aber ihr wisst ja, ich baue ab und zu auch mal ein bisschen ausgefallenere Dioramen, und da ist es dann schon wichtig. Man darf da auch nicht zu viel Wasser verwenden. Ich feuchte eigentlich meine Finger nur ein bisschen an, damit es ein bisschen leichter zum Verstreichen geht, damit ich dann nicht so viel Kraft brauche. Aber die Modelliermasse da richtig unter Wasser setzen sollte man nicht, weil das verstärkt dann den Risseffekt. Das muss eigentlich so, wie es in der Packung ist, aufgetragen werden. Und so werde ich mich jetzt da mal Schicht für Schicht vorarbeiten. Und dann können wir anfangen, die Eisenbahnschienen auch mal zu integrieren. Ihr seht, die habe ich hier mit ein bisschen Plastikkarte schon verschlossen, weil das habe ich ja schön abgesägt hier, damit hier nicht so die Löcher zu sehen sind. So, wie man sieht, nach der zweiten Schicht ist eigentlich überhaupt kein Riss mehr sichtbar. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt können wir mal anfangen, das eigentliche Gelände hier zu modellieren. Da müssen wir jetzt erst einmal hier diese Eisenbahnschienen reinbringen, und dann schauen wir, wie wir das restliche Gelände gestalten. So, ich hatte jetzt eine kleine Änderung, was das Diorama angeht. Und zwar habe ich hier praktisch die Bereiche von den Ketten hier ein bisschen rausgefräst, damit der Panzer dann eben versunken dargestellt werden kann. Ich möchte ihn so in festgefahrener und aufgegebener Position darstellen. Und das wird man dann eben zusammen dann altern mit Schlamm und so weiter. Allgemein die Szene soll dann zum Beginn der Schlammperiode spielen, also auch das Motorrad wird ziemlich versumpft sein. Aber zuallererst müssen wir mal den Bereich von den Eisenbahnschienen weiter gestalten.
So, ich habe hier jetzt mal einen Bahnübergang gebaut und dazu habe ich hier ein bisschen so ja, Holzfurnier verwendet oder Balsaholz. Ähm, Habe ich in passende Planken geschnitten und dann mit Holzleim aufgeklebt und die Übergänge noch mit ein bisschen Modelliermasse bedeckt, weil da ist sicherlich ja auch praktisch Erde angeschüttet worden und dann bloß die Holzplanken als Auffahrt draufgelegt. Ähm, Ich habe jetzt da auch ein bisschen so eine Holzstruktur eingearbeitet, weil das Balsaholz an sich hat schon eine Holzstruktur natürlich, aber nicht so eine verwitterte, wie ich das haben wollte. Und da habe ich hier mit dem Dremel so eine Messingbürste verwendet und wenn man die dann drehen lässt, dann kann man hier schön so eine Holzfaserung einarbeiten. Und bin eigentlich sehr zufrieden damit, wie das aussieht. Als nächstes kümmern wir uns mal um den Schotter hier an den Bahngleisen. So, ich streiche jetzt hier mal das Gleisbett mit reichlich Pronal-Holzleim ein und da kann man dann später ziemlich gut den Bahnschotter da aufkleben. Das Ganze wird ja dann auch nur mit der Airbrush lackiert. So, sieht schon mal nicht schlecht aus. Nehmen wir mal einen ziemlich alten Pinsel. Der ist gut. Und dann wird der Kleber hier mal sorgfältig verteilt. Also ich finde, Eisenbahnschienen sind immer ein interessantes Detail auf einem Diorama. Das sieht man nicht so oft. Aber mittlerweile gibt es da von Trumpeter oder so die Eisenbahnschienen einzeln zu kaufen. Und sind auch nicht allzu teuer. Und da kann man ziemlich viel machen. Ich habe mir da das Set mal vor ein paar Jahren gekauft und habe schon öfter mal Eisenbahnschienen verwendet. Und da ist immer noch ein bisschen was übrig. So, als nächstes streue ich hier dann das Schottermaterial ins Gleisbett. Da kann man jetzt alles Mögliche dazu verwenden. Zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel hier Gips, irgendwelche Gipsbrösel. Oder hier habe ich ein paar Steine zerklopft. Oder auch, man kann auch einen Ziegelstein klein machen und das verwenden. Das ist eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass die Größe einigermaßen passt. Jetzt müssen wir natürlich die Gleise und so weiter mal lackieren und wie die Modelle auch grundiere ich die jetzt erstmal mit schwarzer Acrylfarbe. Wie ihr eben gerade gesehen habt, habe ich das Schotterbett mit zwei verschiedenen Brauntönen angesprüht. Ich kenne das so, wenn ich hinten
aus dem Garten rausgehe und dann auf die Bahnschienen mir anschaue, hat der Schotter so eine ähnlich rostbraune Farbe. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das habe ich schon öfter beobachtet. Und deswegen habe ich das mal so lackiert. Das ist auf jeden Fall ja, ein schönerer Kontrast als irgendwie so ja, dunkelgrau oder sowas. So, und als nächstes bemale ich hier jetzt die Schwelle mit dunkelbrauner Farbe. So, als nächstes trage ich hier jetzt von MIG das Dark Wash auf. Hauptsächlich jetzt, um hier die Holzstruktur nochmal ein bisschen zu betonen an dem Bahnübergang, aber auch die Eisenbahnschwelle. Bevor wir beide Modelle, den BT7 und die BMW R12, in das Diorama integrieren, möchte ich die noch ein bisschen altern mit MIG-Pigmenten. Einfach aus dem Grund, weil jetzt zum Beispiel der Panzer ist natürlich versumpft später. Der Schlamm wird schon einen gewissen Teil der Räder bedecken. Selbe auch mit dem Motorrad. Aber natürlich wollen wir auch ältere Schmutzablagerungen darstellen. Und vor allem eben Staub und so weiter. Und da trage ich jetzt mal mit Russian Earth so eine kleine Schicht auf entlang vom Fahrwerk. Das kann man hier so trocken einfach aufbürsten. Braucht man keinen Pigmentfixer. Man muss sich vorstellen, dass die Panzer ja schon länger im schlammigen Gebiet unterwegs sind und natürlich sind die da schon dreckig. So, stauchen wir das mal ein. Also ich würde die dunkleren Pigmente hauptsächlich ums Fahrwerk herum verwenden und die helleren eher oberhalb für wirklich trockene Staubablagerungen. So, und als nächstes staube ich das Modell noch ein bisschen mit MIG Dry Mud ein. Und da konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die oberen Bereiche vom Modell.
paar Schlammspritzer, wären auch noch interessant. Und deswegen verdünne ich hier jetzt mal ein bisschen Ponal Holzleim mit bisschen Wasser und füge noch ein paar Pigmente zu. In dem Fall Dry Matte von MIG. Das sollte doch recht flüssig sein. Genau, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und das kann man natürlich dann mit der Airbrush schön aufs Modell spritzen, so wie das der echte Schlamm auch tun würde. Man hält den Pinsel ein bisschen so und spritzt so von schräg unten gegen das Modell. Ich mache das mal lieber so von vorne. Das ist ein bisschen so eine Spielerei, aber die Effekte, die dabei rauskommen, die sind eigentlich schon ganz überzeugend, finde ich. Haben wir das hier hinten noch. So vielleicht. Ja, am hinteren Teil des Fahrzeugs entstehen so Spritzer natürlich eher wie sonst wo. Ist ja klar, weil hier hinten die Ketten hochgezogen werden und da wird der Dreck ja auch hochgeschleudert und so weiter. So, ich finde, der Effekt kann sich durchaus sehen lassen. Ist schön verspritzt, wie wenn der eben gerade durch eine Schlammpfütze gefahren wäre. Gefällt mir sehr gut und ist auch eine sehr einfache Technik. Da könnt ihr ja mal mit rumspielen in nächster Zeit. Das kann doch ziemlich viel visuellen Reiz zu dem Modell beitragen. So, jetzt können wir mal anfangen, den BT7 in das Diorama zu integrieren, damit der hier ein bisschen so versumpft wird. So in etwa stelle ich mir das dann vor. Und jetzt müssen wir natürlich das bisschen anpassen. Und da werde ich ein bisschen von der Modelliermasse verwenden, damit der BT7 eins mit dem Diorama wird.
Straße ist natürlich auch ziemlich schlammig und deswegen trage ich hier jetzt schon mal so eine unebene Struktur auf und die hilft uns später dann eben diverse Pfützen oder auch Reifenabdrücke und so weiter darzustellen, weil einfach der Untergrund schon sehr uneben ist. So, als nächstes müssen wir uns um die Schlammdarstellung kümmern. Und ich habe jetzt hier mal in einer alten Handcremedose ein bisschen Holzleim und feingesiebte Erde aus dem Garten. Und das werde ich jetzt mit ein bisschen Wasser noch streichfähig machen. Und dann werden wir mal die Schlammperiode hier beginnen lassen. Wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, dass wir da mehrere Schichten übereinander auftragen müssen. Das sieht man dann einfach, wie es wird. Das kann ich jetzt noch nicht genau vorhersagen. Aber wenn wir hier ordentlich dicken, zähen Schlamm wollen, dann ist es mit einem Auftrag sicherlich nicht getan. Ja, das ist hier schon ziemlich zäh. Bisschen mehr Wasser. Das ist halt jetzt immer der kreative Teil beim Dioramenbau, weil es ist einfach nie dasselbe. Und deswegen mache ich das auch so gern. Und wenn ich den Platz dazu hätte, würde ich für jedes Modell ein Diorama bauen. So viel steht fest. Okay, und dann tupft man das so mit einem großen alten Pinsel mal auf. Und wir können das auch gut verwenden später, um an den Fahrzeugen an sich auch Dreck und so darzustellen. Da braucht man nicht unbedingt Pigmente dafür. Besonders für so starken Schlamm wie hier. Natürlich tragt man auch reichlich Schlamm am Fahrwerk auf, an den Ketten und so weiter. Weil einfach in der Schlammperiode die Fahrzeuge einfach mit Schlamm verkrustet sind bis zum geht nicht mehr. Da ist eigentlich kaum Gefahr, dass man es übertreibt.
wie ihr sehen könnt, das ganze Diorama ist jetzt eingestrichen und die Erde ist auch noch nicht so ganz trocken. Und das ist jetzt auch der ideale Zeitpunkt, um da diverse Reifenabdrücke und so weiter einzuarbeiten. Und da habe ich hier so ein ganzes Sortiment an Reifen, Ketten und so weiter, die ich für sowas dann immer verwende. Und dann nehmen wir jetzt mal so einen Reifen und den kann man da schön so durchrollen. Damit kommt man da diverse Reifenspuren hin. Kann auch hier so ein Wagenrad nehmen. Ich sage mal, je unregelmäßiger die dann sind, desto besser. Und da trägt man dann am besten ganz viele Spuren auf, weil dann kann man es auch nicht mehr zuordnen, was zu was gehört. Jetzt haben wir hier noch eine Panzer 3 Kette. So, jetzt können wir auch schon mal das Motorrad positionieren. Ich überlege bloß gerade, wo es am besten hinpasst. Ja, hier ist ganz in Ordnung. Jetzt brauchen wir da natürlich noch Reifenspuren hin. So in etwa. Sieht doch ganz gut aus. Figuren können wir eigentlich auch schon gleich einarbeiten. Da habe ich euch jetzt nicht gezeigt, wie man die bemalt. Dazu habe ich bereits ein ziemlich umfassendes Tutorial gemacht. Und so Figuren vor der Kamera zu bemalen, das finde ich äußerst schwierig und aufwendig. Und im Grunde gibt es da keinen Grund, dass ich das nochmal mache. Deswegen möchte ich euch hier auf den Link da oben verweisen. Wenn ihr euch das anschaut, wisst ihr genau, wie ich das hier angestellt habe. Das lässt sich ganz einfach übertragen. So, die Figur könnte hier stehen. Ja, der hier würde sich hier gut machen. Fußspuren kann man auf eine ganz ähnliche Art und Weise einarbeiten wie die Kettenabdrücke und Reifenabdrücke. Und zwar habe ich hier von Tamiya, von so einer alten, relativ krätzigen Figur, hier die Beine und mit diesem Stempel sozusagen kann man dann hier auch diverse Fußabdrücke so rein arbeiten. Hier ist ein bisschen so eine leere Stelle und da möchte ich noch ein bisschen so Grünzeug verteilen. Oder grün ist es ja eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ein paar Pflanzen, in dem Fall einfach so simples Gebüsch. Und das kann man hier auch nach wie vor in diese feuchte Erde reinstecken mit einem Tröpfchen Holzleim und dann ist es ziemlich fest später. So, das Ganze ist jetzt mal einigermaßen getrocknet und ihr seht,
Ja, oder vielleicht auch nicht so gut. Da sind ein paar so kleinere Risse entstanden an der Oberfläche. Das entsteht einfach dadurch, dass durchs Trocknen, ja, das einfach ein bisschen zusammenschrumpelt und ja, dann wird es einfach insgesamt kleiner und irgendwo müssen ja die Lücken sein. Dadurch entstehen die Risse. Hier am Turm habe ich eine kleine Wegbeschreibung, ja, mit dem Pinsel drauf gemalt. Das war ja von Anfang an mein Plan, auf so ein russisches Panzerwrack, so einen Wegweiser drauf zu pinseln. Das sieht man auf viele Fotos, dass das oft praktiziert wurde. Und ihr seht da ein bisschen so Verlaufsspuren runter von der weißen Farbe. Und diese Ortschaft, ich kann das nicht aussprechen, Mga, keine Ahnung, MGA schreibt man das. Das ist ein Stückchen östlich von St. Petersburg, damals Leningrad, war eben heiß umkämpft permanent. Das ist irgendwo in der Nähe vom Ladoga-See, glaube ich. Wenn es immer darum ging, die Stadt abzuschneiden. Und da oben ist es ziemlich sumpfig, da am Wolchow und so weiter. Das ist ein ideales Setup sozusagen für das Diorama. So, als nächstes trage ich jetzt nochmal eine dünne Schicht an den Stellen auf, wo diese Risse entstanden sind, mit bisschen Erde, Weißleim und Wasser, und werde auch das Motorrad verschmutzen und die Figuren auch ein bisschen. Ihr seht es zum Beispiel hier am Fahrwerk vom Panzer. Das sieht natürlich jetzt alles sehr trocken aus, aber später können wir das natürlich nass ausziehen lassen. Aber hier jetzt im oberen Bereich vom Fahrwerk kann es auch ruhig trocken sein, wenn wir annehmen, der Panzer steht da schon seit einer Woche rum. Das ist ja völlig okay so. Hier drüben habe ich ein bisschen Klebeband angebracht, weil ich später versuchen möchte, hier eine kleine Pfütze zum Gießen, mit so einem speziellen Gießharz, wo man Gewässer darstellen kann. Möchte einfach mal sehen, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser planen können und hier einen Rand stehen lassen. Aber das war jetzt so eine spontane Idee. Ich möchte einfach mal sehen, ob das geht. Gut, dann verschmutzen wir mal hier weiter das Motorrad und auch den Bahnübergang. So, wie ihr sehen könnt, die Risse sind eigentlich größtenteils verschwunden und ich habe auch den Bahnübergang und die Schienen ein bisschen eingedreckt. Da habe ich einfach diese Leim-Wasser-Erde-Mischung stark verdünnt und dann da aufgepinselt. Und auf die Art können wir uns eigentlich auch die Pigmente sparen. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich nass ausziehen lassen. Und da habe ich hier jetzt Woodland Scenics Water Effects in dieser Schüssel drin. Und das werden wir mit ein bisschen Wasser verdünnen. Das ist so, was soll man sagen, so eine Paste, die jetzt weiß ist, aber die trocknet natürlich komplett durchsichtig aus. Und das werden wir mal überall da auftupfen, wo wir nassen, frischen Schlamm haben wollen. Man könnte jetzt alternativ auch Glanzlack verwenden, aber das ist in der Relation, glaube ich, ein bisschen teurer wie das Zeug hier. Außerdem, das habe ich noch über, also verwenden wir doch besser das.
So, das Ganze ist jetzt getrocknet und das sieht doch jetzt schon mal ziemlich saftig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Allerdings ist es natürlich noch nicht genug. Wir brauchen natürlich noch mehr so Nässe-Effekte, vor allem eben an den Fahrzeugen. Wobei meine Absicht nach wie vor ist, am BT7 hier oben den Bereich so trocken zu erhalten, weil wir einfach annehmen können, dass der Panzer da schon seit einer Woche versumpft ist und sich nicht mehr bewegt hat. Und die Teile werden natürlich trocknen. Wir arbeiten uns sozusagen jetzt immer weiter vor. Es wird jetzt immer nasser sozusagen. Und der nächste Schritt beinhaltet jetzt ein bisschen Glanzlack. Nehme ich einfach deswegen, weil ich den punktueller auftragen kann. Und das werden wir jetzt dazu verwenden, um am Motorrad bzw. auch an den Figuren den Schlamm hier ein bisschen so glänzend einzufärben. Ja, mit dem Glanzlack lässt sich da gezielt das rausarbeiten. Das sieht man besonders hier drüben, weil hier habe ich vor, eine große Pfütze hinzumachen und da muss es natürlich auf der Seite etwas feuchter sein. Ihr seht es auch hier zwischendrin, habe ich ein bisschen Laub verstreut, auch hier drüben. Das habe ich einfach in den feuchten Klarlack gedrückt. Das sind eigentlich nur getrocknete Birkensamen gemischt mit so Papier-Eichenblättern von Plusmodel. Das verwende ich immer sehr gern. Da habe ich auch ein paar auf dem Panzer platziert. Ja, wenn wir hier so eine Herbstszene annehmen, klar, da fällt auch das Laub von den Bäumen und das weht überall rum. Mit dem Glanzlack kann man natürlich auch hier jetzt so Pfützen darstellen, hier so Vertiefungen und so weiter. Ich möchte aber was Neues ausprobieren. Ich möchte mal von Deluxe Materials das Solid Water verwenden. Das ist im Prinzip so ein richtiges Gießharz mit 2 Komponenten, die man da vermischen muss. Und das habe ich jetzt hier mal gemacht. Normalerweise will man das natürlich kristallklar haben, aber ich will ja hier eine Dreckpfütze an der Ostfront haben, deswegen habe ich das ein bisschen eingefärbt mit Revell Matt 89 Beige, damit das hier diese schlammige Farbe bekommt. Und das muss man halt gut verrühren, dass die 2 Komponenten da gut vermischt sind. Und die Trocknungszeit ist offenbar sehr lang, deswegen kommt da jetzt keine Hektik auf. Da sind auch diese Spritzchen dabei. Und da ziehe ich jetzt mal ein bisschen von der Brühe rein. Und teufelt es da mal hier rein. Und hoffentlich funktioniert das dann. Ich hätte es natürlich ausprobieren können vorher, aber no risk, no fun.
wie der Engländer gern sagt. Ich probiere das immer gern einfach aus. Okay. Und jetzt suche ich mir noch einen ziemlich alten Pinsel aus und gestalte dann noch die ein oder andere Pfütze hier. Ich denke nämlich nicht, dass ich den Pinsel da wieder sauber bekomme. So sieht dann die Pfütze aus, wenn es getrocknet ist. Das ist wirklich erstklassig geworden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Material. Für einen Erstversuch kann man da wirklich nicht meckern. Ganz toll geworden. Sieht wirklich aus, wie wenn es noch nass wäre. Und man hat ständig Angst, dass es da überschwappt und runterläuft. Wirklich gut. Kann ich sehr empfehlen. Hat auch bei diesen kleineren Pfützen gut funktioniert. Also muss ich wirklich sagen, ich bin begeistert. Dann habe ich noch das Diorama, den Rand hier schwarz bemalt und noch ein paar Fotos aufgeklebt. Der Rand sieht bei mir immer nicht so toll aus. Ich verwende da ja keine teuren Sockel oder so. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das dann ein bisschen abdecke und dekoriere mit ein paar interessanten Fotos. Gut, damit wären wir wieder am Ende dieses Bauberichts. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffe, ihr habt was Neues lernen können. Ich denke hauptsächlich, wenn es um den nassen Schlamm geht, da gab es viel Neues zu sehen. Den Rest habe ich eigentlich schon oft gezeigt in früheren Bauberichten. Zwischendurch hat mir immer ein bisschen die Motivation gefehlt, aber das ist ganz normal und da darf man sich auch nicht zwingen weiterzumachen. Da habe ich dann einfach mal ein paar andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht und dann, als die Motivation wieder da war, hier weitergemacht. Und ich denke, das hat sich bezahlt gemacht, weil das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend für mich. Und ich denke, da stimmt es ja mir zu. Dann möchte ich mich noch herzlich bei den anderen bedanken, die bei dem BT7 Bodybuild mitgemacht haben. Es war sehr interessant zu sehen, was ihr da so baut. Hat man auch viel Inspiration bekommen und auch allgemein Einblicke, wie ihr das so angeht. Das finde ich immer sehr interessant zu sehen, wie andere Modellbauer bestimmte Probleme lösen und so weiter. Ist immer sehr interessant und ja, an die noch nicht fertig sind, ich freue mich sehr drauf, das dann auch zu sehen, sobald es dann fertig ist. Dürfte ja nicht mehr allzu lang dauern. Okay, jetzt folgen noch ein paar Fotos vom Diorama und ich werde dann zu einem späteren Zeitpunkt noch ein gesondertes Video machen über das Diorama mit noch mehr Detailbildern. Einfach weil ich gesehen habe, dass das ein ziemlich interessantes Video geben könnte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.